Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch gern einmal alles erklären, was ihr über God Splashes oder eure OP-Pods in Hypixel Skyblock wissen müsst. Dazu erkläre ich euch im ersten Teil, was überhaupt OP-Splashes sind. Im zweiten Teil zeige ich euch verschiedene Möglichkeiten, wie auch ihr an God Splashes teilnehmen könnt. Und im dritten Teil zeige ich euch, wie auch ihr selber OP-Pods machen könnt. Wenn ihr einen Teil überspringen wollt, habe ich euch auch die Timestamps für die verschiedenen Abschnitte in der Videobeschreibung verlinkt. Aber nun erstmal zu der Frage, was God Splashes überhaupt sind. Wie ihr vielleicht bereits gemerkt habt, kann man selber nur 3 Trankeffekte gleichzeitig aktiviert haben, wenn man die Tränke trinkt. Wenn jedoch jemand anderes die Tränke auf euch wirft, gibt es keine Begrenzung an den Trankeffekten und somit ist möglich, alle nützlichen Trankeffekte gleichzeitig aktiviert zu haben, die beispielsweise beim Drachenfight oder beim Slayer-Grinden vom Vorteil sind. In der eingeblendeten Tabelle habe ich einmal alle Tränke aufgelistet, welche eigentlich recht üblich bei diesen OP-Splashes sind. Natürlich können auch noch andere Tränke bei solchen OP-Splashes verteilt werden, jedoch beschränkt man sich meistens auf die Tränke in der Tabelle, da die Herstellung der Tränke für denjenigen, der alle Tränke wirft, auch nicht gerade billig ist. Weiter geht es mit der Frage, wie auch ihr an diesen God Splashes teilnehmen könnt, doch bevor ich euch die einzelnen Möglichkeiten aufzeige, möchte ich euch noch ein paar allgemeine Hinweise geben, wenn ihr an solchen God Splashes teilnehmt. Da die Tränke geworfen werden, solltet ihr euch nicht wundern, dass die Trankeffekte nicht länger dauern durch euren Potion Affinity Talisman oder eine geupgradete Version davon. Was ihr aber machen könnt, um auch die Effektdauer von Tränken, die geworfen wurden, zu erhöhen, wäre, dass ihr euch das Papageien-Pad erhöht. Denn dieses hat die Fähigkeit, dass sogar die geworfenen Tränke, die ihr erhaltet, länger andauern. Während dem Splash selber solltet ihr da möglichst nicht springen, um aus Versehen einen Trank zu blocken. Weiteren solltet ihr am besten auch kein Gnomen-Pad oder eins der Pferdepads draußen stehen haben, da diese ebenfalls Tränke blocken könnten. Und auch der Mana-Flux-Orb oder eine andere Version dieses Orbs könnten auch dazu führen, dass ein Trank geblockt wird und dann nicht alle Personen den Trankeffekt erhalten. Je nachdem, von wem der Splash organisiert wird, wird zunächst ein Hub-Server angegeben und dann noch der Ort. Einige der bekanntesten Orte sind dabei das G-Haus, womit das Gildenhaus gemeint ist, welches sich neben dem Carpentry Store befindet. Ein anderer beliebter Ort ist auch der Pond, womit der Brunnen beim Berg gemeint ist. Es kann aber auch passieren, dass der Splash im Barn oder im Spiderland stattfindet. Dann müsst ihr vom Hub aus euch mit einem Grappling Hook oder mit dem Aspect of the End euch auf die andere Insel rüber teleportieren, um an den Splash teilzunehmen. Die wohl zuverlässigste Methode, auch regelmäßig OP-Pods zu bekommen, ist einer Gilde beizutreten, welche regelmäßig solche OP-Pods werfen. Dafür könnt ihr einfach das Hypixel Forum nutzen, denn dort gibt es einige Gilden, wobei ihr bei der Gildenauswahl darauf achten solltet, dass ihr euch auch wirklich bei einer Gilde bewerbt, welche regelmäßig solche Splashes organisiert und nicht bei einer Gilde, welche nur zum Spaß gegründet wurde. Die meisten Gilden, die das Spiel dann auch ein wenig ernster nehmen, haben dann auch spezielle Anforderungen an die Gildenmember. Meistens ist dann dabei sowas wie, dass man eine Mindestanzahl an Slayer XP haben sollte, wie beispielsweise 200k XP, oder dass man einen Gesamtwert aller Items, die man hat, von mindestens 100 Millionen haben sollte. Viele Gilden verlangen auch von ihren Mitgliedern Steuern, welche sich meist im Bereich von 500k bis 200k pro Woche bewegen, damit solche Gilden-Splashes organisiert werden können. Aber wenn ihr bereits im Late Game seid, sollten eigentlich 200k pro Woche kein Problem für euch sein. Neben Gilden gibt es auch noch ein paar Discord-Server, welche öffentliche Splashes anbieten. Nur das Problem dabei ist, dass viele Leute versuchen werden, an diesen Splashes teilzuwerden, also müsst ihr möglichst schnell sein, da ansonsten die Lobby voll ist und ihr leider die Pods nicht mehr bekommen könnt. Ich habe euch mal in der Videobeschreibung 2 Discords verlinkt, auf denen ab und zu mal öffentliche Splashes stattfinden. Und wenn die beiden genannten Methoden zu umständlich sind, der kann natürlich auch versuchen, von Hub zu Hub springen und schauen, ob jemand im Chat was über einen Splash schreibt, aber diese Methode ist meiner Meinung nach auf Dauer nicht wirklich erfolgsversprechend. Vielleicht kennt ihr ja noch eine andere Methode, wie ihr regelmäßig an God Splashes kommen könnt, dann könnt ihr sie ja gerne in den Kommentaren teilen. Kommen wir aber nun dazu, was ihr beachten müsst, wenn ihr selber God Splashes machen wollt. Erst einmal wäre es sehr empfehlenswert, ein hohes Alchemy-Level zu haben, da so eure Tränke länger dauern und dadurch die Trankeffekte seltener erneuert werden müssen. Um die Dauer der Tränke beim Herstellen nicht unnötig zu verkürzen, solltet ihr auf jeden Fall Enchanted Gunpowder verwenden, um die Tränke zu Splash Potions zu machen, denn dann bleibt die Zeit der Tränke gleich und nicht wie bei einem normalen Gunpowder, bei denen sich die Zeit halbieren würde. Bei fast jedem Trank, den man für einen God Splash brauen muss, müsst ihr einen Enchanted Glowstone Block und einen Enchanted Dreadstone Block verwenden. Nur der XP-Trank, welcher mit einer Wikinger-Träne gebraut wurde, für mehr Combat XP, benötigt lediglich einen enchanteten Redstone Block und keinen Glowstone Block, da sich durch die Verwendung von Glowstone die erhaltene Combat XP nicht verbessert bei diesem Trank. Neben der Wikinger-Träne solltet ihr noch für ein paar andere Tränke keine Wasserflaschen als Basis für den Trank verwenden, sondern die Zutaten verwenden, die man beispielsweise beim Barmann kaufen kann,
oder neben der Dock Auction. Ich habe euch hier mal die entsprechenden Tränke eingeblendet und welche zusätzliche Zutat ihr dazu kaufen solltet, um den Trank herzustellen. Bei den meisten God Splashes wird auch ein Combat XP Trank gesplasht, welcher aus dem Jerry Event stammt. Meistens werden aber keine Combat XP 3 Tränke gesplasht, welche nur 20 Minuten gehen, sondern etwas länger. Denn es gibt einen Trick, wie ihr auch die XP Tränke aus dem Jerry Event verbessern könnt. Dafür benötigt ihr eine Redstone-Lampe und einen Trank, der ganz normal in einer Braustation funktioniert. Der normale Trank ist nötig, denn wenn ihr nur beispielsweise Combat XP-Tränke in einen Braustand tut und dann die Redstone-Lampe hinzulegt, startet der Brauvorgang nicht. Habt ihr aber beispielsweise einen Speed 3 Potion drin, startet der Brauvorgang und in die zwei anderen Felder könnt ihr dann beispielsweise euren Combat XP-Trank 1 reinlegen, welcher noch 5 Minuten geht. Und wenn der Brauvorgang abgeschlossen ist, habt ihr zwei Combat XP 3 Tränke, welche je nachdem wie gut euer Alchemy-Level ist, um die 40 Minuten dauern sollten. Und diesen könnt ihr nun wieder mit Enchanted Gunpowder einen Splash-Trank machen, um ihn mit anderen Leuten bei einem God Splash zu teilen. Wenn ihr dann alle Pots habt, solltet ihr beachten, dass wenn ihr selber splasht, die Trankeffekte nicht erhalten könnt, außer ihr benutzt einen zweiten Account, mit dem ihr die Tränke dann auf euch werft. Zudem solltet ihr beim Splashen die Tränke auch nicht so werfen, dass ihr sie nicht selber abbekommt, da ansonsten vielleicht ein Fehler auftritt, wenn ihr bereits 3 Trankeffekte aktiv habt und den 4. Trank werfen wollt und somit dann niemand den Effekt von dem 4. Trank erhält. Aber ihr solltet die Tränke auch nicht zu weit werfen, da ansonsten eine höhere Möglichkeit besteht, dass der Trank frühzeitig geblockt wird. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, dass man 3 Tränke wirft, dann eine Milch trinkt, um die Trankeffekte alle zu löschen und dann wieder 3 Tränke wirft und wieder eine Milch trinkt und das Ganze so lange wiederholt, bis alle Tränke gesplasht wurden. Das waren dann eigentlich auch schon die wichtigsten Sachen, die ihr über Godpots wissen müsst. Und in der Infocard habe ich euch heute mal ein Video verlinkt, in dem ich euch zeige, welchen Nutzen Gilden in Hypixel Skyblock eigentlich haben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!